Hallöchen! Willkommen zum neuen Video! Wir melden uns auch mal endlich wieder. Wir hatten jetzt den dritten Besuch hier in Portugal. Wir sind auch gefühlt schon ewig hier. Jetzt wird es für uns Zeit, mal wieder zu zweit alleine weiterzuziehen. Ja, das sind wir gar nicht mehr gewohnt. Nee. Müssen jetzt auch noch ein paar Dinge richten, weil bevor meine Schwester gekommen ist, ist uns noch was passiert. Mal wieder. Worst Case, von heute auf morgen ging einfach unser Strom nicht mehr. Und zwar unser Inverter ist kaputt gegangen. Wir konnten unsere Laptops nicht laden und Marco konnte am Video nicht weiterschneiden. Ja. Und deswegen fahren wir jetzt weiter Richtung Sagres und kaufen uns einen neuen Inverter. Wir wollen dann noch 2-3 Tage einfach in Portugal verbringen und dann machen wir jetzt endlich auf den Weg zurück nach Spanien, um die Fähre nach Marokko zu nehmen. Endlich. Endlich. Es wird Zeit. Ja, wir wollten eigentlich ja schon längst in Marokko sein und sind jetzt einfach noch länger in Europa geblieben. Haben uns natürlich super gefreut, dass uns alle besucht haben, aber freuen uns natürlich jetzt auch riesig, dass wir endlich die Fähre nehmen können. Ja, ins große Abenteuer Afrika losgeht. Da ist das alte, kaputte Teil. Wir hoffen, dass wir jetzt ein neues finden. Ja, good luck. Danke. Fündig geworden, das geht Ja. aber schnell. Einen neuen Stromumwandler am Start. Ja, hoffen wir, dass der jetzt wieder funktioniert. Ich hoffe so sehr. Ich bin aber erstmal gespannt, wie lange es dauert mit der ganzen Verkabelung und so, bis es wieder alles läuft. Oh je, da habe ich gar keinen Bock drauf. Jetzt sind wir zum 4. Mal in Sagres in 3 Wochen. Ja, stimmt. Aber Und dann haben wir jetzt gemerkt, dass wir einfach mal kein passendes Kabel dabei haben für den neuen Inverter. Ich habe mir gerade die Bedienungsanleitung durchgelesen und unser Kabelquerschnitt ist einfach zu klein. Ja. Jetzt haben wir gerade eine Autowerkstatt angerufen und die können uns vielleicht morgen früh weiterhelfen. Müssen wir wieder ein Stück zurückfahren. Denn wir sind hier wieder am Ende der Welt. Ja, da gibt es eben keinen Baumarkt oder keinen Wohnmobilshop. Und natürlich fällt es uns hier jetzt auf, dass unser Kabel zu klein ist. Das ist wieder mal typisch wir. Oh Mann, wir hätten es einfach lesen können, als wir dort den Inverter gekauft haben. Aber wir sind ja eigentlich nur hergefahren, weil wir noch, weil noch eine Freundin hier gerade im Surfcamp ist und wir noch mal vorbeikommen sollten für 1-2 Tage. Ja, und jetzt dachten wir machen uns voll den entspannten Tag morgen und Marco kann Videos schneiden und Mal sehen, ob es das wird oder nicht. Jetzt müssen wir uns erstmal auf jeden Fall ums Kabel kümmern. So. Hier noch der gute Staubsauger. Ich habe heute Nacht Mücken eingesaugt und ich hatte Angst, dass sie wieder rauskommen. Und das war mein Trick, dass ich einfach das Papiertaschentuch hier reingesteckt habe. Das war aber auch schlimm die Nacht. Die haben uns so gequält, die scheiß Mücken. Das war richtig schlimm. Da musste ich harte Maßnahmen ergreifen. Eine davon war der Staubsauger. Die lebt sogar noch. Ja, es war... Wie viel sind denn da drin? Ich habe bestimmt mindestens 10 oder 12 eingesaugt. Ein paar sieht man hier zwischen den Staubbobbeln. Ja, da sind gerade noch 2 herumgeflogen, aktiv. Jetzt. Haben gerade ein Kabel geholt in der Bosch-Werkstatt. Jetzt müssen wir gucken, ob wir das irgendwie zusammengebastelt bekommen hier unten. Ich habe schon echt... Ja, Strom und Bier, das ist irgendwie keine gute Kombination. Also, es kraut mir immer davor. Wie heißt es noch richtig? Kraut? Ja, vor allem müssen wir echt da unten das ganze Kabelgedöns ein bisschen umbauen, weil unser Inverter, den wir jetzt gekauft haben, der ist ein bisschen größer. Und deswegen ist auf jeden Fall heute viel Verkabelung gefragt. Und ich hoffe, dass alles klappt. Also das hier ist unser Kabelsalat. Genau so sollte man seinen Ausbau nicht machen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, ich muss das ja erstmal lösen. ist halt so, wenn man es zum ersten Mal ausbaut, dann macht man halt die meisten Fehler und was lernt man dann? Ja, Position
der ganzen Elektronik ist vielleicht auch nicht so gut gewählt, weil die ist direkt unterm Bett. Ja, und direkt überm Wasserlauf. Leute. Also don't do it. Überlegt euch vorher. Macht nicht einfach so wie wir drauf los. So, jetzt kommt der Augenblick der Wahrheit, oder? Leuchtet was? Leuchtet grün. Wuhu! Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Oh, das ist eine Erleichterung. Bitte einmal dran stecken. Beim Team Chaos. Er leuchtet rot! Es lädt! Wir haben wieder Strom! Yessen! So, wir fahren jetzt einkaufen, dann holen wir noch die Freundin ab und dann fahren wir noch mal schön zum Sonnenuntergang an die Klippen. Später. Ich kann so gar nicht glauben, dass unser Strom wieder funktioniert, dass alles geklappt hat. Auf Anhieb, beim ersten Mal, auch wenn es 3 Stunden gedauert hat. Aber wir haben es geschafft. Warte mal ab, was später kommt. Decke und Sonnenuntergang. Das ist cool. So, wir gehen jetzt nochmal in den Keramik-Shop. Tina sucht da noch was für uns. Ja. Was wolltest du jetzt genau? Ich wollte auf jeden Fall einen Übertopf für unsere Pflanze. Und dann halt mal gucken. Okay. Hier einmal einkaufen gehen und dann haben die zu. Tja. Das ist doch echt doof. Mit dem Keramik hat dann leider nicht geklappt jetzt für Tina, aber vielleicht finden wir noch was unterwegs. Genau, wir fahren jetzt noch an
einen schönen Spot, den wir uns rausgesucht haben, den wir unbedingt noch sehen wollen. Mal gucken, ob das klappt. Ihr werdet es dann erfahren und sehen. Und dann, ja, auf nach Spanien, nach Tarifa. Morgen. Wir sind gestern Abend noch in Carvoero angekommen und schauen uns jetzt halt mal die Klippen hier an. Das ist alles mal Meeresboden gewesen. Hier sind überall die Muscheln eingeschlossen. Na, und hier wächst die kleine Unterwassermooslandschaft. Ja. Und dieses Salz, das ist doch übelst krass. Oh, das ist ein richtiger Schwamm hier. Geil. Fetzt. War es arg kalt? Okay. Sind wir Aber mit das war dann doch höher als gedacht irgendwie. War mal länger im Flug, aber. Wow. Was machen wir überhaupt? Ach so, das meinst du. Na, wir verschönern unseren Pumper jetzt ein bisschen. Wir haben Tafelfarbe gekauft. Und jetzt wird dieses Fenster einfach mit Tafelfarbe bemalt, dass wir danach da drauf malen können. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Also so ist der Plan. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ich gehe fest davon aus, dass es funktioniert. Wir dürfen aber halt erst in so 5 Tagen dann drauf malen. Ja, mal gucken, was rauskommt. Ha? Erstmal heiß sauber machen. Wuhu! Alles schreit, hey! Wie findet ihr das Ergebnis? Also ich finde es schon super top. Marco wollte zur Feier des Tages nochmal Pizza essen gehen.
Los geht's! Nochmal durchatmen hier. Wir sind übelste Sonne aufgeregt. Ja. Gleich geht's rauf auf die Fähre. Oh, jetzt geht's los. Es geht hier alles ziemlich schnell. Ich bin positiv überrascht. Ja, wir sind auch nur 3 Autos bisher. Ja, ich bin noch ein bisschen verwirrt. Ich habe aber keine Tablette heute genommen. Das war ganz tapfer. Ja, aber ich bin froh, wenn ich wieder festen Boden unter den Füßen habe. Jetzt nicht mehr in Europa, ganz in Afrika. Also, wir sind gerade schon hier zickzack geschickt worden. Das war ziemlich witzig. Und jetzt müssen wir hier warten und werden anscheinend gescannt. Richtig? Ja. Nicht ganz so optimal, aber wir hoffen, wir kommen durch. Ja. Ich hoffe, die wiegen uns nicht auch noch. Ja, zum Papier steht 3,5 Tonnen und wir sind sicher Etwas drüber. drüber. In Marokko angekommen, mussten wir uns erst einmal um eine Kfz-Versicherung für Pumba kümmern. Auf der Suche nach einem Geldautomat konnten wir die ersten Eindrücke von Tangier sammeln. Uns ist sofort aufgefallen, dass diese Stadt das Tor zu Europa ist. Ein Mix aus westlichem Einfluss und orientalischem Flair. Also die ersten paar Meter uns schon total beeindruckt. Ja, ist richtig schön hier. Aber was man nicht auf dem Schirm hatte, oder was man nicht gewohnt ist, hier labert einen jeder an, jeder will das von einem. Komm, komm essen, komm, ich fahre das mit dem Auto, keine Ahnung. Ja, das stimmt. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. So, Geld haben wir erfolgreich. Jetzt können wir unsere Autoversicherung kaufen und dann können wir aus dem Hafen endlich rausfahren mit dem Pumba. Und dann endlich was essen. Ja. Da hat er gerufen zum Gebet. Ja. Und Da jetzt folgen sie alle. Guten Morgen, ihr Lieben. Willkommen aus Marokko. Salam. Wir sind gestern super gut angekommen und hatten einen total aufregenden ersten Tag hier in Marokko. Landschaftlich super schön. Aber das ist der erste Anfang von Marokko, also wir haben noch ganz viel vor uns. Wir sind schon sehr neugierig auf das Land. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und sehen euch dann nächsten Montag zum neuen Video. Mit ganz vielen Eindrücken aus Marokko. Macht's gut.